Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Heute habe ich einen leckeren Frühlingskuchen für euch. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Frühlingskuchen ist, aber er leuchtet so schön gelb wie die Frühlingssonne. Er heißt Pfirsichschalotte. Ich werde einen Tortenboden zubereiten. Am Rand vom Tortenboden verteile ich Löffelbiskuit. In die Mitte gebe ich etwas Sahnecreme und Pfirsiche. Und obendrauf kommt dann der leuchtende Guss und etwas Dekoration. Das hört sich vielleicht etwas schwierig an, ist aber ganz einfach. Deswegen lasst uns mal auch gleich loslegen. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Für den heutigen Tortenboden brauchen wir 2 Eier, die habe ich schon einmal getrennt, 80 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl, 8 Gramm Backpulver, 1 Teelöffel Vanilleextrakt und eine Prise Salz. Als erstes schlage ich die Eigelb mit dem Zucker und dem Vanilleextrakt hell auf. Das dauert etwa 5 Minuten. Die Masse ist erst etwas cremig und wird dann aber zu einem schönen hellen Teig. Das Eigelb stelle ich erst einmal beiseite und schlage nun das Eiweiß mit dem Salz steif. Wenn ihr Eiweiß steif schlagt, achtet darauf, dass die Schüssel sauber und fettfrei ist. Sonst wird das Eiweiß nämlich nicht steif. Das steife Eiweiß gebe ich in die Schüssel. Siebe darauf das Mehl und das Backpulver. Und gebe alles mit einem Schneebesen oder Teigschaber unter. Und nun kommt unser Teig in eine 26er Springform, in die ich schon ein Backpapier gelegt habe. Den Rand brauchen wir heute nicht einzufetten und mit Mehl bestäuben, weil der Boden nicht so hoch wird. Nachdem wir den Boden glatt gestrichen haben, kommt er für etwa 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Ofen. Der Tortenboden ist fertig gebacken und abgekühlt. Da wir heute eine etwas andere Torte haben, müssen wir, bevor wir zur Creme kommen, erst einmal einen Rand aus Löffelbiskuit zubereiten. Das heißt, wir schneiden die Löffelbiskuit auf etwa 7 cm, dann ist er ein bisschen höher als unsere Creme. Ich habe 24 Löffelbiskuit klein geschnitten und die stelle ich jetzt auch gleich hier rein. Ich stelle den Löffelbiskuit so rein, dass die schöne Seite, also die Zuckerseite, nach außen zeigt. Und nun kommen wir zur Creme. Dafür verrühre ich 300 Gramm Sahne mit 15 Gramm Sofortgelatine und verrühre 250 Gramm Pfirsichjoghurt mit 150 Gramm Schmand und 30 Gramm Sofortgelatine, Zucker nach Geschmack, und dann brauchen wir noch eine Dose abgetropfte Pfirsiche. Die Sahne soll natürlich richtig kalt sein. Die Gelatine lasse ich reinrieseln, damit es keine Klümpchen gibt. Für die Creme habe ich diesmal Pfirsichjoghurt gewählt, weil er schon nach Pfirsich schmeckt und wir weniger oder gar keinen Zucker brauchen. Also bitte abschmecken. Auch hier lasse ich die Gelatine wieder reinrieseln. Ein bisschen Zucker muss doch sein. Und jetzt schneiden wir erst einmal die Pfirsiche klein. Man könnte natürlich die Pfirsiche auch einfach auf den Boden legen, aber die Pfirsiche in der Creme gefallen mir einfach besser. Deswegen schneide ich sie in kleine Stücke. Die klein geschnittenen Pfirsiche hebe ich zusammen mit der Sahne unter die Creme. Die Creme verteile ich zuerst am Rand, damit mir der Löffelbiskuit nicht umkippt, denn er muss ja oben sauber bleiben. Wenn wir das haben, wird die restliche Creme eingefüllt und natürlich glatt gestrichen. Jetzt kommt unsere Torte für etwa 2 Stunden in den Kühlschrank, damit die Creme auch schön fest wird. Wir machen mit dem Tortenguss weiter und damit er auch wirklich so schön leuchtet wie die Sonne, nehme ich diesmal verdünnten Orangensaft. Und zwar 250 Milliliter, 2 Esslöffel Zucker und ein Päckchen klaren Tortenguss.
Den Zucker und den Tortenguss mische ich. Und verrühre beides klümpchenfrei mit etwas Saft. Dann gebe ich den restlichen Saft dazu und lasse alles etwa 1 Minute aufkochen. Den Tortenguss lasse ich kurz abkühlen und gieße ihn über einen Löffel auf die Torte. So gibt es nämlich keine Löcher in der Creme. Dann noch etwas hin und her schwenken, damit sich der Tortenguss besser verteilt. Auch der Tortenguss muss fest werden, deswegen stelle ich die Torte noch einmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Da ich meine Torte noch mit Sahnetuff dekorieren möchte, habe ich schon einmal 200 Gramm Sahne mit 2 Teelöffeln Sanapat aufgeschlagen. Die Stückchen muss ich mir heute nicht anzeichnen, denn ich habe ja jeweils 2 Löffel Biskuit für einen großen Sahnetuff. Zum Schluss kommt noch etwas Raspelschokolade in die Mitte. Nun ist meine Torte fertig und kann angeschnitten werden. Auch jetzt ist der Anschnitt wieder ganz einfach. Wir schneiden einfach zwischen dem Löffelbiskuit an dem großen Sahnetuff vorbei. Und hier ist auch schon unser erstes Stück. So sieht meine Pfirsichschalotte von innen aus. Wir haben hier den Biskuitboden, die Pfirsichcreme mit den vielen Pfirsichstücken, den leuchtenden Tortenguss, den Sahnetuff und den beiden Hasenohren aus Löffelbiskuit. Wenn ihr euch jetzt auch die Frühlingssonne auf den Kaffeetisch holen möchtet, findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!